Hallo, wir sind Linda, Mieke, Johanna, Jannike und Rosa aus der Heinrich-Herz-Schule. In diesem Video geht es um die Sepharden. Und wer waren sie überhaupt? Um diese Frage beantworten zu können, treffen wir uns gleich mit Carmen Bisotti auf dem jüdischen Friedhof Altona. Sepharden sind Juden, die aus Spanien und Portugal stammen. Sepharat bedeutet auf Hebräisch einfach Spanien. Es ist so, dass ab dem 8. Jahrhundert nach Christus die Iberische Halbinsel von Mauren besetzt war, also unter muslimischer Herrschaft. Und das bedeutete für die Jüdinnen und Juden größtmögliche Religionsfreiheit. Das ändert sich spätestens mit dem Jahr 1492, als die sogenannte Reconquista, die Wiedereroberung, abgeschlossen ist. Ab diesem Zeitpunkt war die Iberische Halbinsel wieder katholisch. Und damit begann die Verfolgung aller Andersgläubigen. Aus der Reconquista wurde die Inquisition. Und für die Jüdinnen und Juden auf der Iberischen Halbinsel bedeutete das, dass sie entweder eine Zwangskonvertierung zum Katholizismus durchführen mussten oder von der Iberischen Halbinsel fliehen mussten. Die Sepharden lebten zu großen Teilen in der Altstadt, das was heute der Rödingsmarkt ist. Hamburg bestand damals im 17. und 18. Jahrhundert aus Altstadt und Neustadt. Und die Sepharden hatten eben Glück, aufgrund durchaus ihres Reichtums konnten sie in der Altstadt leben. Schon kurz nachdem die Sepharden sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts hier in Hamburg angesiedelt haben, haben die lutherischen Geistlichen, also die Protestanten, die Priester und Pastoren, angefangen, gegen die Sepharden vorzugehen. Sie wollten nicht, dass Jüdinnen und Juden in der Hansestadt Hamburg leben. Die Geistlichen wollten nicht, dass es Kontakt zwischen Jüdinnen und Juden und Christen gab. Das war für die Sepharden völlig unverständlich, denn sie hatten schon immer mit Christen zusammengelebt und auch mit Muslimen und kannten das gar nicht anders. Die ersten Sephardinnen und Sepharden, die hierher kamen, waren ausgebildete Ärzte. Das kannte Hamburg gar nicht. Hamburg hat erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine Universität. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind ganz automatisch zu den Sepharden gegangen und haben sich dort behandeln lassen. Und so entstand eben ein Miteinander der Religionen und das wollten die Pastoren unter allen Umständen verhindern. Für Jüdinnen und Juden war in der Hansestadt Hamburg der Erwerb von Land, also das Kaufen von Land, nicht gestattet. Im Judentum ist es aber so, dass ein Friedhof der heiligste Ort ist und ein Friedhof unter allen Umständen auf gekauftem Land ist. Denn ein jüdischer Friedhof ist immer für die Ewigkeit, er darf nicht beseitigt werden oder weggemacht werden. Und deswegen mussten die jüdischen Gemeinden immer schauen, dass sie Land kaufen können. Da das in der Hansestadt Hamburg nicht möglich war, wandten sie sich nach Altona, was damals noch nicht zu Hamburg gehörte. Altona unterstand dänischem Recht. Und der König von Dänemark hatte das Recht auf freie Religionsausübung ausgesprochen. Deswegen konnten sie hier an der Königstraße Land kaufen. Wenn man heute etwas zur sephardischen Kultur in Hamburg sehen möchte, dann sind leider die Friedhöfe der einzige Ort, den man noch besuchen kann. Mit Ausnahme der Synagoge in der Innozentiastraße sind keine weiteren Synagogen heute mehr sichtbar. Die Orte selber haben aber natürlich eine große Bedeutung. Die Grabkunst, die auf den einzelnen Gräbern zu sehen ist, zeigt uns sehr viel über Tradition und Kultur der Sephardinnen und Sepharden. Wie man vielleicht auch direkt sehen kann, Sepharden legen zum Beispiel ihre Grabsteine hin und stellen sie nicht auf. Das ist anders als bei anderen Jüdinnen und Juden. Als die Sephardinnen und Sepharden nach Hamburg kamen mit ihnen sozusagen wohlhabende Kaufleute und Ärzte. Und aus heutiger Sicht brachten sie etwas sehr Wertvolles mit, was wir als Netzwerke beschreiben würden. Und das, was wir heute kennen, der Handel mit Zucker, mit Kakao, mit Kaffee, der sozusagen so wichtig ist für die Hansestadt Hamburg, den haben die Sepharden etabliert. Heute gibt es in der Hansestadt Hamburg direkt keine jüdischen Sepharden mehr. Im Zuge der Jahrhunderte haben die meisten Sephardinnen und Sepharden Hamburg verlassen, und zwar schon vor dem Nationalsozialismus. Das lag an den Geistlichen, an den Protestanten hier, die ihnen das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Synagogenbau war verboten etc. Und deswegen haben viele Sephardinnen und Sepharden schon zu Ende des 17. Jahrhunderts, aber dann auch im 18. Jahrhundert Hamburg verlassen, sind nach Amsterdam in die Niederlande gegangen. Es hat aber in der Hansestadt Hamburg bis zum Nationalsozialismus noch eine sephardische Gemeinde gegeben und die hatte auch noch eine Synagoge. Das Gebäude steht heute noch in der Innozentiastraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es keine sephardische Gemeinde mehr. Es ist aber so, dass es noch Familien gibt, die sephardischen Nachnamen tragen, wie zum Beispiel Castro. Die sind aber schon vor langer Zeit zum Christentum konvertiert. Vielen Dank an Carmen Bisotti für das informative Interview. Es hat Spaß gemacht, Sie interviewen zu dürfen.
Wir haben viel gelernt, zum Beispiel, dass diese Seefahrten in Hamburg leider nicht wirklich willkommen waren und schnell wieder gegangen sind. Trotzdem haben sie Spuren hinterlassen. Sie waren unter anderem die ersten Ärzte in Hamburg und haben den Handel in der Hansestadt Hamburg vorangetrieben. Außerdem gibt es einen Friedhof in Altena, wo alle Seefahrten begraben worden sind. Dort ist uns aufgefallen, dass die Grabsteine nicht stehen, so wie viele andere, sondern liegen. So, das war's aber auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, ihr habt viel gelernt. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Tschüss!